ist nicht wahr. Schau dir das an. Müssen wir ohne Pause einlegen. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video, Freunde. Es geht heute um die 7 schlimmsten und kuriosesten Unterbrechungen in einem Tennismatch. Das könnte man hier auch reinpacken. Naja, fangen wir an. Nummer 1. Ich glaube, jeder von euch ist ein Tierliebhaber und wird es auch immer sein. Denn bei Nummer 1 geht es um Tiere. Nicht um Geckos, nicht um Salamanders, nicht um Eidechsen, nein, um Leguane. Denn bei einem Spiel in Miami 2017 gegen Jiri Vesely und Tommy Haas kletterte plötzlich ein grünes Wesen auf die Anzeigetafel. Ein Leguan. Aber die Aufmerksamkeit war ihm wohl sehr wichtig. Denn als er die Anzeigetafel übersprung, rannte er aufs Tennisfeld. Wahrscheinlich wollte er auch mal gerne spielen. Aber sie brauchten Minuten dafür, um ihn endlich mit einem Tuch einzufangen und ihn endlich aus dem Tennisplatz zu bringen. Und bevor dies geschehte, wollte Tommy Haas noch eine Erinnerung in seinem Herzen einspeichern. Denn er hat vorerst erstmal noch ein Selfie mit dem Gecko gemacht. Und Nummer 2. Es geht tierisch weiter. Bei einem Doppelmatch in Rom kletterte plötzlich von der Zuschauertribüne eine Katze aufs Spielfeld und wurde fast von dem Aufschlag getroffen. Aber doch trotz der 7 Leben würde ich sagen, dass sie Schwein gehabt hat. Nummer 3. Bei einem Spiel in Bourges-du-Rhône, also in Frankreich, zwischen Gombos und Senna, wo Senna übrigens 6-4-4-3 führte, ist aus Versehen die Sirenenanlage angegangen. Es entstand Panik, aber nur für eine kurze Zeit. Das Spiel wurde kurzzeitig unterbrochen, aber währenddessen kam es zu einem riesen Showdown. Denn während die Sirenenanlage weiter geklingelt hat, haben sie Kinder aufs Spielfeld gebracht und sie für die spielen lassen. Das ist Wahnsinn. 4. Es war gerade Pause in Rom. Alles war friedlich und es war ein Match zwischen Federer und Gasquet. Doch plötzlich platzte der Schlauch und durchströmte in Minuten das ganze Tennisplatz voll. Man brauchte viele Sanitäter, die neues Sand auftreiben mussten. Es dauerte lang, aber am Ende konnte das Match trotzdem fortgesetzt werden. Nummer 5. Bei einem Spiel in Montpellier, also in Frankreich, zwischen Gulbis und Albot, geschiehte es. Strom fiel plötzlich aus. Das führte dazu, dass alles stockdunkel war. Man konnte nichts sehen. Das Spiel wurde dann für diesen Tag leider unterbrochen. Nummer 6. Eine Unterbrechung beim Matchball ist natürlich schon sehr belastend. Bei einem Spiel in Indian Wells 2012 im Halbfinale passierte es. Als Federer gerade beim Matchball war, um gegen Nadal zu servieren, kam plötzlich das, was keiner erwartet hätte. Ein plötzlicher Regenunfall. Es regnete und strömte alles, was man sich nicht vorstellen kann. Das Spiel wurde unterbrochen und wurde nach 30 Minuten weitergespielt. Nummer 7 und damit auch der letzte auf meiner Liste. Beim Roland Garros Halbfinale, wo Federer gegen Nadal und Djokovic und Thiem gegeneinander gespielt haben, passierte etwas Unglaubliches. Es stürmte ein 130 km/h schneller Wind, gefolgt von einer Insektenwolke. Das Spiel von Djokovic und Thiem wurde auf den nächsten Tag deswegen verschoben. Aber das Spiel von Federer und Nadal ging nach 2 Stunden weiter. Damit war es das heute auch schon für mein Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr euch auch in so eine Lage versetzen musstet. Folgt mir auch gerne auf Instagram, dort heiße ich Czernych Xaver Safe und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt Safe hier!